Nach dem klaren Sieg von Marine Le Pens Rechtsaußenpartei im ersten Durchgang der französischen Parlamentswahlen bricht Hysterie in den Medien und beim französischen Polit-Establishment aus. Man sucht nach Lösungen, wie man den Wählerwillen ignorieren und Le Pen noch verhindern kann. Warum eigentlich Macron derjenige ist, der möglicherweise für die französische Demokratie viel gefährlicher als Le Pen ist und was das Ganze mit dir und deinen Steuern zu tun hat, darüber wollen wir einmal in diesem Video sprechen. Noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Nächste Woche am Montag und Dienstag werden wir in Zürich unser Plan B Seminar veranstalten. Da geht es genau um Fragen wie die politische Unsicherheit in Frankreich und wie du darauf reagieren kannst, wie du an einem Plan B arbeiten kannst, mit dem du dich absichern kannst für dem, was geopolitisch in Europa und in der Welt momentan so passiert. Also zum Beispiel eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen, irgendwo einen zweiten Wohnsitz begründen, im Ausland investieren, Gold und Edelmetalle im Ausland deponieren und solche Fragen. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, dich dort zu treffen. Es gibt noch ein paar Tickets. Einen Link zur Event-Webseite findest du hier im ersten Kommentar zu diesem Video, der auch gepinnt sein wird. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Keine Frage, der französische Präsident ist jemand, der seinen Stolz hat. Manche sagen, dass er eitel ist. Eine Niederlage seiner Partei, wie bei den Europawahlen, das kann er nur schlecht verkraften. Und da hat er beleidigt wie ein kleines Kind einfach Neuwahlen ausgerufen. Der französische Präsident in Frankreich, der kann das und er tut es auch, wie man sieht. Ähnlich viel Macht wie der französische Präsident hat übrigens so der russische Präsident. Aber selbst Putin hat es bisher nicht übers Herz gebracht, die Duma aufzulösen. So viel Respekt hat auch er noch vor den demokratischen Institutionen. Anders Macron. Macron hat bekanntlich in den letzten Jahren vielfach schon per Dekret hier politische Vorhaben durchgeboxt. Er wollte sich auch hier, wie gesagt, dem französischen Parlament nicht unterordnen. Wenn man ihn jetzt reden hört, was da auf Frankreich so zukommen wird, wenn Marine Le Pens Partei gewinnen wird, hier eine Katastrophe, der Weltuntergang und so weiter und so fort, dann bekommt man ein bisschen Sorge. Denn vielleicht weißt du, dass der französische Präsident nicht nur das Parlament auflösen kann. Er kann auch den nationalen Notstand ausrufen und dann wie ein römischer Kaiser als Alleinherrscher in Frankreich regieren. Nun, Macrons Lager hat bereits beschwichtigt, dass es dazu nicht kommen wird, aber kann man sich darauf wirklich verlassen? Tatsächlich haben schon vor Macron französische Könige und Präsidenten von der Machtfülle ihres Amtes Gebrauch gemacht. So ließ zum Beispiel im Jahr 1830 der französische König Karl X. das Parlament auflösen und sagte großkotzig: Ich werde eher für den Rest meines Lebens Holz hacken, als mich wie der britische König einem Parlament zu unterwerfen. Und so ist es auch gekommen. Er löste eine Revolution aus, wurde entmachtet und hatte dann bis zum Rest seines Lebens Zeit ohne Ende, um Holz zu hacken. Ein anderes Beispiel. Präsident Charles de Gaulle rief im Jahre 1961 nach dem Putsch durch Armeeoffiziere in Algerien den Ausnahmezustand aus und konnte dann, wie gesagt, sozusagen als Alleinherrscher in Frankreich regieren. Er nutzte diese Gelegenheit auch, um alle möglichen Gesetzesvorhaben durchzubringen, ohne das Parlament, die eigentlich überhaupt nichts mit den Vorgängen in Algerien zu tun hatten. Man sieht also, es gab schon vor Macron Beispiele von französischen Machthabern, die sich hier dem demokratischen Willen des Volkes nicht beugen wollten und eben mal so schnell aus verletztem Stolz oder anderen Gründen hier sich mit dem Parlament anlegten oder dieses auflösten. Und das ist genau das Problem des politischen Systems in Frankreich. Letztlich gleicht es der Weimarer Republik. Der Präsident hat eine unglaubliche Machtfülle. Das macht das ganze System instabil. Wenn also Macron nun den Ausnahmezustand ausrufen würde, zum Beispiel weil Le Pens Partei auch den zweiten Wahlgang klar gewinnt, dann käme es nach 30 und 60 Tagen jeweils dazu, dass ein sogenanntes Verfassungskonzil sich einschaltet, die Vorgänge prüft und angeblich dafür sorgen soll, dass der Präsident hier seine Macht nicht missbraucht. Tatsächlich ist es so, dass viele Mitglieder des französischen Nationalkonzils Männer und Frauen der alten Garde sind, zum Beispiel selbst von Macron in dieses Konzil berufen, Personen des Establishments,
Volkes, die natürlich Le Pen absolut nicht leiden können. Es ist also fraglich, ob ein solches Gremium hier tatsächlich für einen als quasi Alleinherrscher regierenden Macron funktionieren würde. Alles in allem scheint es so zu sein, als sollten Macrons vorgezogene Neuwahlen nur seinem eigenen Interesse dienen, nicht aber dem Interesse des Volkes. Ich persönlich halte nicht sehr viel von Marine Le Pen und ihrer Partei. Ich denke auch, dass die Gesetzesvorhaben, die sie so umsetzen möchte, zum Beispiel Rentenalter ab 60 und so weiter, die Staatskasse unendlich viel Geld kosten würden. Natürlich ist die linke Gegenseite meiner Meinung nach noch viel schlimmer. Aber auch wenn ich nicht viel von Marine Le Pen halte, halte ich es für völlig falsch, hier zu versuchen, den demokratischen Prozess zu manipulieren. Wenn das Volk für diese Partei stimmt, dann ist es die Aufgabe des Präsidenten, dafür zu sorgen, dass hier eine Zusammenarbeit in den politischen Gremien so gut wie möglich machbar ist. Auch und gerade wenn dies parteienübergreifend notwendig ist. Dies nicht zu tun, ist undemokratisch und selbstherrlich. Und daher muss ich sagen, halte ich Macron für eine noch größere Gefahr für die Demokratie in Frankreich als Le Pen. Insbesondere wenn man bedenkt, welche Machtfülle er als französischer Präsident hat und wenn man sich vor Augen hält, wie er in den letzten Jahren bereits reagiert hat. Ein französischer Intellektueller sagte zum Beispiel, dass Macron in den letzten Jahren regierte, wie die Amerikaner mit den B-52-Bombern in Vietnam geherrscht haben. Der beste Weg, um Marine Le Pen und ihre Partei zu entzaubern, kann sicherlich nicht sein, sie zu sabotieren, sondern im Grunde sie sich selbst entzaubern lassen. Wenn man sich ihr Wahlprogramm anschaut, dann gibt es dort alle möglichen wirren Aussagen. Eine Sache hatte ich ja schon gesagt. Andere geplante Maßnahmen sind zum Beispiel, dass jede einzelne Windanlage in Frankreich abgestellt werden soll. Also ich meine, klar, das sind natürlich ja absolut unreife, populistische Aussagen. Dazu wird es natürlich nicht kommen. Wie gesagt, am besten sollen sie sich selbst entzaubern. Wir kennen ja eine ähnliche politische Diskussion auch in Deutschland, wo hier eine geordnete Zusammenarbeit mit der AfD auf Biegen und Brechen durch die anderen Parteien verhindert werden soll. Auch dies halte ich für schädlich. Auch hier, ich bin kein Freund der AfD, aber wie gesagt, der Wille des Volkes muss berücksichtigt werden. Alles andere wäre undemokratisch. Das ist völlig klar. Auch zu sprechen von Verboten von bestimmten Parteien sind absolut undemokratische Vorgänge. Das kann sich eine Demokratie nicht leisten. Ansonsten wird sie zur Diktatur und sie wird zu dem, was sie eigentlich nicht sein will. Da gibt es einen schönen Spruch auf Englisch und der heißt, "The road to hell is paved with good intentions." Nichts führt schneller ins Verderben, als gute Absichten zu haben, sozusagen. Was hat das Ganze nun mit dir zu tun? Nun, natürlich ist Frankreich ein sehr wichtiges Land in der EU und auch im Euroraum. Jede politische Instabilität in Frankreich ist schlecht für den Euro, ist schlecht für den Euroraum. Und daher müssen letztlich alle Euro-Länder unter der politischen Unsicherheit leiden, in der sich Frankreich momentan befindet. Wir haben schon im Vorfeld der Wahl gesehen, die Zinsen für französische Staatsanleihen sind in die Höhe geschnellt. Und nach dem Wahlgang hat natürlich die Börse zunächst mal positiv tendiert, denn es sieht möglicherweise so aus, als könne Marine Le Pen und ihre Partei hier keine absolute Mehrheit im Parlament erreichen. Eine Pattsituation ist das, was sich hier die Börse wünscht. Was für ein absurdes Szenario. Wenn Marine Le Pen auch den zweiten Wahlgang gewinnt und tatsächlich Gesetzesvorhaben durchs Parlament bringen kann. Wie gesagt, es gibt ja hier auch noch den Präsidenten, der gegen sie ist und der gegen sie spielen wird. Auch dann muss man natürlich sagen, dass viele der Maßnahmen schlecht für den Euro sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, das wird alles zu mehr Schulden führen, zu einem instabileren Euro und generell zu einer Destabilisierung der Lage. Und das alles natürlich ist dann nur ein weiterer Faktor, der hier die politische und auch die geopolitische Lage in Europa weiter destabilisiert. Das heißt, du solltest dich konkret fragen, wie viel muss eigentlich noch passieren im Euroland, im Euroraum, damit du beginnst, geografisch zu diversifizieren. Vielleicht in andere Regionen zu investieren, in anderen Währungen zu investieren. Vielleicht beginnst du damit, einen Plan B aufzubauen, weitere Staatsbürgerschaften zu erwerben. Vielleicht gründest du ein Unternehmen im Ausland. All das sind gute Maßnahmen, um sich hier weniger abhängig zu machen von den Unsicherheiten, die es momentan in der Eurozone gibt, in ganz vieler Hinsicht. Und möglicherweise, wenn es notwendig wird, wie durch eine Tür in ein neues Leben zu schreiten, eine Tür, die du dir jetzt
aufbauen kannst. Wenn Themen wie diese, die zunehmende politische Stabilität in Europa, die geopolitische Unsicherheit, das Thema Auswandern, geografische Diversifikation, Investieren im Ausland, wenn das alles für dich Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, sich international aufzustellen, auszuwandern, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.